In meinem heutigen Video habe ich mal ein bisschen das Thema gewechselt. Das heißt, mein Big Boy aus dem Keller musste umziehen. Er stand jetzt jahrelang im Keller im Regal. Der Platz wird für andere Dinge gebraucht und die einzige logische Konsequenz war jetzt, den Big Boy einfach noch hier zur kleinen Eisenbahn dazu zu packen, im Regal oben drüber, sodass er ab jetzt über die kleine Märklin-Bahn wacht. Die kleine Märklin-Bahn hat ungefähr 1,70 Meter, der Big Boy ist ungefähr 1,35 Meter lang, sodass das oben drüber ganz gut gepasst hat. Und in dem heutigen Video seht ihr praktisch meine kleinste und meine größte Dampflokomotive. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, weil wir hier zwei verschiedene Maßstäbe haben, einmal 1:87 und einmal 1:32. Als Alternative gab es damals und gibt es heute auch nur den Big Boy von USA-Trains in ca. 1:29. Da der zum Zeitpunkt des Kaufs aber 5.500 € gekostet hat, habe ich mich für die kleinere Variante entschieden in 1:32 von MTH, die wesentlich günstiger war, aber auf der Eisenbahn und Anlage nachher mindestens den gleichen Spaß bringt. Den Big Boy hier über der Anlage zu positionieren war jetzt nicht ganz so einfach. Dadurch, dass die Anlage 1,10 Meter tief ist, kam ich natürlich nicht oben über die Anlage, um problemlos Löcher zu bohren und das Regal aufzuhängen, geschweige denn den ca. 12 Kilogramm schweren Big Boy da oben zu positionieren, sodass ich erstmal die ganze Anlage abgeräumt habe von allem, was runterfallen könnte. Die Anlage haben wir dann zu zweit abgehoben. Was ich mir damals, als ich sie gebaut habe, wesentlich einfacher vorgestellt habe. Aber sie hat doch ein enormes Gewicht. Und in meinem Zimmer, was ihr nicht sehen könnt, hinter mir, ist in dem Sinne überhaupt kein Platz. Man kann sie also wirklich nur rausziehen, hochkant stellen und an die Schrankwand lehnen. Dann aber oben drüber 3 Löcher gebohrt. Das Regal habe ich draußen auf der Terrasse zusammengebastelt. Einfach nur 2 mal 1,50 Meter lange Holzbretter, rechts und links mit dem Winkel versteift, sodass das Gewicht ganz locker halten wird. Und hier kommt dann der Hauptdarsteller, der Big Boy. Musste natürlich nach der Zeit erstmal komplett entstaubt werden. Hab das Ganze mit dem Pinsel gemacht und den Rest abgesaugt. Und hier haben wir die Lokomotive dann mal in voller Länge. Ungefähr 1,35 Meter lang. Alle 8 Achsen angetrieben. Ca. 12 Kilogramm schwer. Ausgestattet ist das Ganze mit einem Sound von der Firma Dietz und vorne haben wir 2 Dampferzeuger eingebaut. Im Betrieb kann ich euch das im Moment leider nicht zeigen, weil die Digitalsteuerung und die Schienen alle oben auf dem Dachboden verstaut sind. Aber wenn es eines Tages wieder aufgebaut wird, werde ich das natürlich auf jeden Fall nachholen. Hier dann die komplette Lok nochmal von der anderen Seite. Auch für mich ganz interessant, die Aufnahme, denn wenn die oben erstmal im Regal steht, dann werde ich sie nur noch von der einen Seite zu Gesicht bekommen. Mit einigen Mühen habe ich dann die Lokomotive oben im Regal positioniert. Die Anlage haben wir dann zu zweit wieder hochgewuchtet. Ich habe die ganzen Kabel unten wieder angeschlossen. Und hier ist dann der Größenvergleich von meiner kleinsten Dampflok zu meiner größten. Im Fahrbetrieb muss ich mich nun mit meiner kleinen Eisenbahn zufrieden geben. Die große Lokomotive schaut sich das halt jetzt von da oben an. Ich hatte mir am Anfang überlegt, noch einen Rollenprüfstand drunter zu setzen, um sie ab und zu bewegen zu können. Mir war das Risiko aber zu groß, weil ich nicht an die Lokomotive direkt dran greifen kann und falls sie sich da irgendwann auf dem Rollenprüfstand selbstständig machen sollte, dann hätte ich da überhaupt nicht schnell eingreifen können. Deswegen ab jetzt ein reines Standmodell, bis eines Tages die große Bahn wieder aufgebaut ist. Als Alternative kann ich mir natürlich vorstellen, vielleicht von Märklin den Big Boy eines Tages hier fahren zu lassen. Das müsste ich aber erst mit meinem Finanzminister besprechen. Beziehungsweise ich müsste schauen, ob er mir hier nicht die Signale abräumt oder außen an der Wand hängen bleibt.
So, das war's von mir mit meinem heutigen Video. Der Big Boy ist umgezogen, beziehungsweise meine kleinste und meine größte Dampflokomotive. Demnächst gibt es dann wieder mehr reine Märklin-Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis gleich.